Da war was. Das sah ein bisschen aus wie... Ich gehe tatsächlich normal nicht mehr so gern zum klassischen Chinesen. Everything's behind closed doors. And then it just comes out and play. Wo dann der Hund drin ist. 这个是少林和尚，据说只有通过9段9品，总共27阶的考核和长时间身体和精神上的极度自律，才有可能成为一个合格的僧人。那么外国人眼中最神秘的少林僧人练完功后到底都吃些什么？很多德国人一提到中餐就想到 Dieses typische Sojasauce, Glutamat. 所以今天我带大家品尝少林僧人菜单中的纯天然健康料理，看看老外们是已经完全无法摆脱工业化食品生产，还是想要被朴实无华的斋饭重新变成了呢？每次给你们拍摄就像搬家一样，真的感谢你们的耐心的等待。饮食是最好的药，如果你们同意的话，现在打个1。有关的粉丝可以在评论区写一个我要健康，但是结果一定超出你们的想象。如果你们也认可这份诚意，就请点个赞。Ja, Live Cooking. Wir haben heute eine Spezialität. Geil. Aus China. Gerne. Willst du probieren? Ja. Ich bin aus Singapur. Aus Ich will Singapur? gerne eins probieren. Asiatisches Restaurant, Borbet in Stuttgart-West am Wölderplatz, kommt vorbei. Yeah, yeah. 你是中国人吗？我是中文的，哎呀妈呀！你为什么会是中文的呀？我在我大学学了1年半。Warst du schon mal in China? Ja. Ja. Zweimal. Wo warst du? Shanghai, in Beijing, in Jiangxi. Dann war ich im Westen nochmal in Sichuan. In Yunnan, in Xi'an. Ich bin tatsächlich bin ich nach Sichuan gegangen wegen dem Essen. Ich wollte unbedingt richtig Hotdog essen. Wir haben 2 Standorte in China und die wirtschaftliche Lage ist recht schwierig. Im Gebiet sind die Natürlich. Warst du schon mal in China? Ja, Wo warst du? in Italien und Peking, Beijing. Was hast du da gemacht? Studiert. Chinesisch und nebenher im Master Logistikmanagement. Kannst du was auf Chinesisch sagen? Oh, super wenig. Warte mal. Was heißt nochmal, ich hab Hunger? Nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Wo warst du? Ich habe in Beijing gelebt. Oh, wo? Ja, Gibt's das so? Bieshu. 所以你会说中文吗 Wo kann ich schon gehen? Ich habe nicht so viele chinesische Freunde, die mit mir sprechen. Okay. Und meine Mama schimpft mich immer, wenn ich was falsch ausspreche. Wollt ihr was trinken? Bier, Cola, Fanta? Pisio. Wenn man was merken muss, dann das. Dann Bier. Wir haben heute eine Spezialität aus Henan, liegt hier in China. Und da kommen die Shaolin-Mönche her. Für was sind die Shaolin berühmt? Also wenn du an Shaolin denkst, an was denkst du dann? Wahrscheinlich nur das Stereotypische von Mönchen und Kung Fu. Kung Fu. Viele Fähigkeiten, ja, man lernt viel und dann harte Männer. Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und auch gesundes Essen, zurückzukommen zum Natürlichen, auch ein bisschen Verzicht üben. Und einfach gesundes Essen, weil Nahrung ist Medizin. Das, was wir essen, bestimmt die Gesundheit unseres Körpers. Disziplin, Kampf, sportmäßig, Ski vielleicht, Energien, Aura, Religion. Und Besinnung auf die Natur. Gesundes Essen. Wie die das einfach durchhauen. Die Atmung ist voll wichtig. Kennt man alles ein bisschen die Moves von Jackie Chan? Versuchst du in deinem Leben auch ein bisschen manchmal Ordnung und Einfachheit reinzubringen? Ja, aber bei der Ordnung hakt es oft. Was ist schwierig an Ordnung? Dinge loszulassen? Ja, tatsächlich, sobald man etwas hat, ist es schwer, es loszuwerden. Also, und je mehr Sachen man hat, desto schwieriger ist es, Ordnung zu schaffen. Aber Meditation ist dann eher so die gedankliche Ordnung. Aber ich glaube, die äußere Ordnung in der Welt und die gedankliche Ordnung gehört auch irgendwie zusammen. Du kannst nicht nach außen Ordnung ausstrahlen, wenn es im Innen Chaos ist. So, also, wann ziehst du da ein in den Tempel?
Ich brauche mal 4 Wochen am Stück, aber ich glaube, länger schaffe ich das nicht. Aber vielleicht, wenn man dort lebt, vielleicht ist es dann auch nach einer Zeit will man vielleicht doch nicht weg. Wir haben heute eine Spezialität von den Shaolin-Mönchen zum Verkosten. Jai Fan heißt, du hast ein Essen, das ist ohne starke Gewürze, das was die Natur uns gibt. Das ist alles einfach gekocht, einfach gesund, weil Nahrung ist Medizin. Bin ich aber sehr gespannt. Ja. Also das ist jetzt einfach Reis, oder? Reis wird zum Beispiel einfach mit roten Bohnen gekocht, sonst ohne irgendwas. All traditional. Dann haben wir dieses Gericht hier, verschiedene Bohnen, Karotten, Pilze und die Soße daraus, die kommt nur aus dem Sud von diesen braunen Pilzen. Ja. Also Rettich zum Beispiel, der ist nur eingelegt in Essig und ein bisschen Zucker. Hier ist rein jetzt drin Öl, Ingwer und ein bisschen Salz. Der nimmt dann den vom Ingwer auf. Sabodoya. Riecht sehr reinigend. Das ist halt asiatische Küche. Damit zuerst, oder? Bitteschön. Bitteschön. Schön, bitteschön. Sieht echt richtig toll aus. Rein aus der Natur. Das riecht fantastisch. Das riecht richtig gut. Ja. Ich kann leider nicht essen mit dem. Gibt es andere Besteck? Ja, gerne. Der hier, der wird mit dem Daumen fixiert. Das geht nicht. Zum Stecker. Das ist ja peinlich. Wegen dem nicht. Wenn du dieses Essen siehst, was erwartest du von diesem Essen? Also ich glaube, es schmeckt bestimmt sehr intensiv vom Geschmack. Sieht lecker aus. Sieht lecker aus, ja. Ja. Und sehr viel Variation im Gemüse auch. Yummy. Yeah. It just looks tasty. Yeah, tasty. Yummy. Viele verschiedene Geschmackstypen. Sehr rein, sehr healing. Du wirst nicht umgeschlagen von vielen Gewürzen und Soßen. Es ist sehr, sehr cleansing. It smells very cleansing. Bin gespannt. Itadakimasu. Boah, der schmeckt super gut. Ich bin wirklich richtig begeistert. Dieser Rettich schmeckt gut. Echt super lecker. Ja. So was habe ich noch nicht probiert. Probiert. Nein. Also das Gemüse schmeckt wirklich super intensiv. Dadurch, dass es nicht so stark gewürzt ist, schmeckt man den Eigengeschmack der jeweiligen Gemüsesorte oder auch vom Reis. Es hat auf jeden Fall sehr viel Geschmack, also mehr Geschmack als ich gedacht habe. Aber es hat echt diesen typischen asiatischen Geschmack, finde ich. Der Rettich nur einen Tag eingelegt. Gell? Ich könnte mich da in Rind selber einlegen. Das ist so, wie es riecht. Es ist clean, nicht viel Soße, aber es schmeckt einfach frisch und lecker. Es ist gesund. Und ich merke das auch, seitdem ich mehr asiatisches Essen in meinen Speiseplan aufnehme, geht es mir tatsächlich auch körperlich besser. Ich schaue mich gerne im Spiegel an. So that's the freshly cooked bacchio, yeah? Let's try this. Reminds me of China. I like the fresh. I like it like this. Okay. So you try this? To me, I don't like the vinegar so much on the fish. I like the vinegar. I like everything. Okay, then we start eating more Chinese food. Yeah. I don't think there's going to be much left. Also das schmeckt ganz anders, wie ich sonst chinesisches Essen kenne. Ich gehe tatsächlich normal nicht mehr so gern zum klassischen Chinesen. Aber der schmeckt einfach nur frisch und gar nicht so wie sonst. How would you make a variety? So you didn't eat the same every day because they really like it. But if I make that every day, then it. Would you eat it every day? Yeah, I would. Es schmeckt so fantastisch gut. Wenn so chinesisches Essen im Restaurant wäre, würde ich öfter chinesisch essen gehen. Das finden wir auch. 很多人一想到中国美食，就是味精科技很火。但是另一方面，在欧洲这些包装食品里有多少添加剂呀？却好像被大家忘了。我真的是吃过很多非常多的中国美食，但是我从来没有吃过斋饭。我们在前期准备这期食品的时候，我的第一个感觉就是，哎哇，这居然可以是中餐啊！还是中餐馆老板娘说的对，
Es ist cool, dass ihr das macht, weil viele Menschen sind einfach so mit Konservierungsstoffen, die wissen gar nicht mehr, wie Gemüse an sich schmeckt und wie lecker das sein kann, wenn es einfach gut kocht und einfach rein. Du musst da echt wieder zurück zu den Wurzeln gehen. Genau. 现在的人有可能已经习惯了科技与狠活，他们根本不知道蔬菜本身烹饪出来味道的高端的食材，往往只需要采用最朴素的烹饪方式。哎，你们觉得这个老板娘饭店的菜谱或者是名字，你们在评论区给我们分享一下，你们有没有感兴趣去看看他的饭店？说不定将来咱们一起去看看。所以没有关注的朋友们，现在订阅，这样就不会错过。下次你们让我推广什么有特色的食物，评论告诉我。